In meinen letzten Videos ging es hauptsächlich um DSPs, DSP-Technik, Endstufen etc. pp. Also die komplette Elektronikschiene im Auto, die komplette Verstärkungsseite, wie man die Signale am besten aufbearbeitet und so. Aber was bringt einem der beste DSP, die beste Endstufe, wenn die Lautsprecher das halt nicht wiedergeben können? Dementsprechend braucht man, wenn man natürlich in einem gewissen Maße unterwegs ist, auch Lautsprecher, die das, was wir da erzeugen und machen, auch irgendwie wiedergeben müssen. Und an der Stelle, ja, kann man natürlich so gucken, was gibt es da für Hersteller, was gibt es da für unterschiedliche Firmen, die halt Sachen anbieten. Da gibt es natürlich die großen Firmen, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, aber die natürlich brauchbare Sachen bauen, auch Richtung teuer, auch Richtung richtig teuer. Gibt es alles. Und es gibt halt auch Firmen, die nicht so groß sind, die ein bisschen, ja, eher Richtung Manufaktur gehen, beziehungsweise tatsächlich eine Manufaktur sind. Ich war nämlich letzte Woche bei Thomas Hoffmann. Thomas Hoffmann hat eine Firma, die nennt sich Micro Precision. Micro Precision ist eine Lautsprechermanufaktur, die ihre Lautsprecher wirklich zum großen Teil selber bauen. Das heißt, die haben eine Produktion, wo die Lautsprecher zusammengebaut werden, zusammengeklebt werden, Magnete magnetisiert werden, die komplette Schiene. Und auch, ja, da werden auch viele Sachen gedreht. Das heißt CNC gedrehte Hochtönergehäuse, Magnetaufnahmen etc. Also da ist halt wirklich sehr, sehr viel Handarbeit in diesem Laden. Und ja, dieser Laden, also Micro Precision bzw. Thomas Hoffmann, die haben natürlich auch jahrelang Erfahrung. Ich habe vor langer Zeit, das ist jetzt fast 20 Jahre her, da habe ich eigentlich den ersten Lautsprecher gehabt, der irgendwie von Thomas Hoffmann vertrieben wurde. Und zwar habe ich mir damals einen Hochtöner besorgt. Und zwar war das damals ein Hochtöner der Firma Scanspeak und das Modell war das 2904. Und das war halt wirklich, ich guck mal, dass ich noch ein Foto finde und das einblende. Das war wirklich ein sehr, sehr feiner Hochtöner. Der wurde mir von meinem lokalen Händler hier in Dienstlaken empfohlen. Habe ich mir entsprechend da gekauft, habe ich eingebaut. Und eins der Sachen, warum ich diesen Lautsprecher haben wollte, war, der hat super cool aufgelöst. Das heißt, die Auflösung dieses Hochtöners war krass geil. Und dazu kam halt, dass dieser Hochtöner auch tief ankoppelbar war. Das heißt, der hatte die Resonanzfrequenz von dem Hochtöner war relativ niedrig, wodurch ich auch im Zwei-Wege-System nicht so Probleme hatte, dass ich ja die Mitten nicht so gefunden habe. Das ist wirklich lange her. Irgendwann hat Scanspeak aufgehört, diesen Lautsprecher in dem Format, weil es war halt extra so ein kleines Format, zu produzieren. Der Thomas Hoffmann hat noch ein paar Ersatzteile bestellt, den Laden leer gekauft sozusagen. Ja, und Thomas Hoffmann hat sich dann gedacht, so, okay, was mache ich jetzt? Ich kriege keine Hochtöner mehr, weil er hat halt quasi diese Scanspeak Hochtöner in Deutschland vertrieben. Und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich halt selber etwas bauen, weil auf dem Markt ist nichts Vernünftiges. Und da ist, ja, ein Lautsprecher entstanden, und zwar aus der Serie 7, also von Micro Precision. Da gibt es mehrere Serien, angefangen von Serie 3, Serie 5, Serie 7. Dann gibt es noch die Z-Serie, Z-Studio. Ja, also da gibt es halt einiges, und man könnte jetzt sagen, mit der Serie 7 sind wir genau im Mittelfeld. Aber ich würde schon sagen, dass die Serie 7 schon gehobene Oberstufe ist und nicht im Mittelfeld befindet. Die Z-Serie und die Z-Studio sind nochmal exponentiell viel teurer. Und die Serie 7 ist halt wirklich ein sehr, sehr stabiler, guter Lautsprecher. Es gibt mehrere Lautsprecher, Serie 7, und hier geht es explizit um den 728 in der MK4. Will ich damit sagen, die 728 steht für 7 für die Serie 7, 28 für den Durchmesser, das ist ein 28 mm Hochtöner. Und MK4 bedeutet halt, dass es schon entsprechend Vorgänger gab. Das heißt, 2001 kam der erste MK1, also quasi der erste 728 heraus. Die Lautsprecher, die wurden natürlich weiter und weiter entwickelt, und hier diese MK4-Version, das heißt, das ist die neueste Generation,
Die ist, ja, das ist die Evolutionsstufe aus dem Jahr 2021. Das heißt, 2021 hat sich der Thomas nochmal zusammengesetzt und sich gedacht, okay, was mache ich da? Und ja, ist auf diesen Lautsprecher gekommen. Ich würde einfach mal sagen, lass uns den auspacken und dann schauen wir mal, was da so drin ist. So, das ist das gute Stück. Das ist ein Micro Precision 7.28 MK4 in schwarz eloxiert. Das heißt, diese ganzen Hochtöner gibt es auch in Silber, aber das hier ist die schwarz eloxierte Version. Und ja, wie wir sehen, wir haben ein wunderschönes Hexagonalgitter hier drauf. Wir haben die Verschraubpunkte hier, 3 Verschraubpunkte. Und das Gehäuse, was wir hier sehen, das heißt halt die Maße hier, die Koppelvolumen, allem drum und dran, das existiert schon 1:1 so seit der MK1, das heißt seit 2001. Und die Schraublöcher selber, das heißt die Schraubbefestigung, die wir hier haben, sind sogar passend zu dem ScanSpeak Lautsprecher, das ich damals mal eingebaut hatte. Mein ScanSpeak Lautsprecher, den habe ich wirklich lange Zeit gefahren, dann lag der lange Zeit in der Garage und dann habe ich ihn irgendwann schweren Herzens verkauft, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Und jetzt habe ich mir wieder quasi den Nachfolger davon geholt, diesen wunderschönen Hochtöner. Wir sehen hier quasi in dem Rand haben wir die 7 und Micro Precision hier quasi mit der CNC-Fräse eingraviert. Wenn wir uns die Rückseite angucken, ich gucke mal, dass die schön in die Kamera guckt, sehen wir hier halt den Firmenschriftzug Thomas Hoffmann 728 MK4. Dann ist dieser hier im September 23 gebaut worden. Das heißt, ich habe den mir halt, als ich den Thomas besucht habe, direkt mitgenommen. Und so alt ist er noch gar nicht. Wir sehen diese wunderschönen massiven Terminals. Das heißt, hier sehen wir hier halt auch schön einmal, was wir hier anschließen können. Das heißt, das ist wirklich festgeschraubt. Das ist hier ordentlich verarbeitet. Koppelvolumen ist fest. Ja, und das hier ist quasi das neue Schmuckstückchen, was es so gibt. Wenn wir auf ein paar Daten davon eingehen, weil ich meinte ja gerade, das Teil ist halt tief trennbar. Ja, das Teil ist wirklich tief trennbar, weil wir reden hier von einer Resonanzfrequenz von 840 Hertz. Das heißt nicht 8400 Hertz, sondern 840 Hertz. Dieser Hochtöner, 28 mm Hochtöner, hat eine Trennfrequenz von 840 Hertz. Das ist schon wirklich, wirklich tief. Und dadurch haben wir tatsächlich die Flanken, die wir halt bei einem Hochtöner haben, den können wir relativ tief trennen. Und dann haben wir halt einen Tiefmitteltöner vielleicht, den müssen wir nicht so hoch trennen. Und dadurch kriegen wir natürlich die Bühne wieder nach oben und den ganzen Spaß, den wir uns immer wünschen. Das Teil ist auch schwer. Das heißt, wir haben hier, also als ich das hier rausgenommen habe, dachte ich mir so, huiuiui, das ist wirklich schwer, das Teil. Das sind nämlich tatsächlich 150 Gramm für ein Hochtöner. 150 Gramm. Das ist schon ein Gewicht, das ist nicht schlecht. Wenn wir ein bisschen auf die Maße gehen, also die Maße, wir haben hier eine Gesamthöhe von 48 mm. Wir haben einen Außendurchmesser von 56 mm, einen Innendurchmesser hier hinten von 40 mm, hier eine Einbautiefe von 2,6 cm, also 26 mm. Ansonsten, das ist ein 4-Ohm-Chassis, das heißt, das ist problemlos halt an die gängigen Endstufen anzuschließen. Er ist angegeben mit 100 Watt, das heißt 100 Watt auf einem Hochtöner ist richtig laut und das kann dieser Hochtöner hier ab. Und der kann das wirklich ab und wird dann auch nicht nervig. Wenn wir uns den Frequenzzahlen angucken, ich blende mal das Diagramm ein, dann sehen wir, dass der Hochtöner zwischen 800 und 22 Kilohertz halt wirklich plus minus 2 dB hat, das heißt wirklich kontinuierlich ordentlich spielen kann. Wenn ich den eingebaut habe im Auto, werden wir das natürlich nochmal messen und gucken, okay, verhält sich das im Auto, im Nahfeld oder am Hörplatz. Das gucken wir uns dann halt auch nochmal an. Und wenn man jetzt sagt so, okay, das ist natürlich ein wunderschöner Hochtöner, aber der ist mir hier vom Rand her, das ist mir alles zu groß. Ich würde das halt gerne irgendwie kleiner machen. Dann würde ich sagen, machen wir es doch einfach kleiner. Das ist die kleine Version. Es gibt nämlich diesen Hochtöner auch ohne Rand. Das heißt, hier ist der Rand jetzt weg. Das heißt nicht, dass ich den Rand hier gerade irgendwie abgedremelt oder sonst irgendwas habe, sondern man kriegt diesen Hochtöner hier auch ohne Rand. Ich habe jetzt natürlich nicht gezaubert. Ich habe hier einmal mit Rand, einmal ohne Rand einen. Ja, mit Rand, einmal ohne Rand. Ja. Und das ist der gleiche Hochtöner. Das heißt, im Endeffekt, wir reden hier auch wieder von diesen 40 mm hier, nur dass wir jetzt halt ein Außenmaß haben von 43 mm. Das heißt, wir sehen, wir haben hier so eine kleine Phase drin. Das heißt, wir können jetzt natürlich irgendwas modellieren, wo wir den Hochtöner so schön reinstecken. Der muss natürlich dann, der kann nicht mehr festgeschraubt werden. Das heißt, der muss hier irgendwie
wirklich Spacke drin hängen, weil Bewegungen im Lautsprecher sind nie gut. Das heißt, der muss wirklich, wirklich, wirklich fest sein. Ja, und dann kann er hier hinten ganz normal angeschlossen werden. Von hinten sieht er genauso aus. Ist halt auch ein MK4 mit Produktionsdatum September. Das heißt, das ist genau das gleiche. Nur halt ohne Ring, ein bisschen kleiner. Hat jetzt natürlich diese Gravur hier auch nicht drin, weil wo soll die Gravur hier rein? Also höchstens auf die Membran und das wäre jetzt ein bisschen doof. Aber auch den hier gibt es, genauso wie den, auch in Silber. Das ist jetzt der schwarz eloxierte. Das heißt, den können wir richtig schön einsetzen. Jetzt ist es tatsächlich so, welchen davon werde ich in den Smart einbauen? Wahrscheinlich den hier, weil der geht morgen wieder zurück zum Kollegen, von dem ich den habe. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich einen sehr dezenten, weil ganz ehrlich, groß ist der nicht. Ja, das ist hier so ein kleiner Hochtöner. Gut, der ist ein bisschen tief, klar. Aber das ist ein schwarzer, unauffälliger, kleiner Hochtöner mit richtig guten Specs. Das heißt, der klingt geil, der kann laut, ist super fein auflösend und ist nicht die oberste Speerspitze, aber wie gesagt schon Oberklasse Hochtöner, die wir hier haben. Das ist der Serie 7 28 mm Hochtöner. Ich werde den einbauen, ich werde ihn ausprobieren, ich werde ihn messen, ich werde den mit verschiedenen Endstufen befeuern und so weiter und so fort. Das heißt, wenn euch da irgendwie was dran liegt, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr mehr so Spaß sehen wollt oder gegebenenfalls auch, vielleicht kriege ich es auch bald hin, beim Thomas Hoffmann nochmal ein Interview zu machen und ihn ein bisschen über Micro Precision auszufragen, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen über ein Like und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch. Bis dann, euer Thomas.